Wir sind heute in Gersthofen unterwegs bei Augsburg und schauen uns mal auch eine Firma an, die jetzt auch Teile für den Grenadier dann produziert. Das ist die Firma Wickiwoods. Schauen wir uns halt mal an. Los geht's! Schauen wir mal, ob jemand da ist. Du bist die Vicky, oder? Ja, genau. Perfekt, ich bin der Flo. Ihr stellt auch Teile für den Grenadier her. Richtig, fangen wir jetzt gerade an damit. Okay. Das ist ja schon der Träger dann, ja? Genau, das sind jetzt mal zwei Samples von unserem Dachträgersystem. Das ist jetzt so ein bisschen unsere Neuheit. Gibt es jetzt seit letztem Jahr im Sommer, Herbst sowas. Haben wir angefangen mal für einen Fiat Ducato, dann kam der T6 und jetzt sind wir eben gerade dran, dass wir noch sämtliche andere Fahrzeugmodelle vermessen. Okay. Unter anderem eben auch den Grenadier. Genau, der ist jetzt ganz oben auf der Liste. Das wichtigste Fahrzeug. Genau, und ist sozusagen gerade in der Vermessung, in der Entwicklung, dass wir da auch was anbieten können. Also eher flach vom Profil her, ja? Genau, es ist ein modulares System. Das heißt, man kann da auch ein bisschen spielen, eben sei es diese Querstreben, sei es die Airline-Schiene. Genau, einfach, dass man so viele Aufnahmepunkte wie möglich hat, dass man flexibel ist. Ja, also wir haben es jetzt hier schon ein bisschen dargestellt mit LED-Scheinwerfer von unserer eigenen Hausmarke, wenn man so möchte, Leitparts, die man mit anbringen kann, aber auch für Zubehör ist Platz. Ja. Da wird es dann auch noch Befestigungsmaterial geben, also dass es kundenfreundlich ist, dass der Kunde das rundum sorglos Paket bei uns erwerben kann. Das ist immer gut. Genau. Wie gesagt, Sortiment stocken wir jetzt einfach nach und nach auf. Findet man jetzt teilweise auch schon bei uns im Shop, aber wie gesagt, sind wir noch am Anfang. Okay. Kommt aber noch viel Spannendes. Spezifisch rund ums Dach halt dann das Zubehör und ja. Dachträger. Ja, das sind ja die Leitparts. Genau, das sind schon mal, ist einmal eine kleine Auswahl dargestellt. Haben wir auch ein Sortiment von Scheinwerfern mit Straßenzulassung, Hauptscheinwerfer, Fernscheinwerfer und aber dann auch Arbeitsscheinwerfer für den Offroad-Bereich. Genau, also ein sehr großes, breit gefächertes Sortiment. Und mit Straßenzulassung ist ja dann auch praktisch, wenn es mal dunkler wird. Genau, ja. Dann kann man die auch mal mit dazu schalten. Und ursprünglich kommst du ja von der Firma Winch Industries. Genau, also die Firma nennt sie Winch Industry und Wickiwood ist ein Projekt. Winch Industry gibt es schon seit ungefähr 10 Jahren. Wird angefangen mit Hubtechnik, also Zug- und Hubseilwinden, LED-Scheinwerfer, Leitparts eben ist daraus entstanden. Und jetzt seit 3 Jahren sind wir mit unserem Wickiwood-Projekt online. Okay. Genau. Vielen Dank für die Infos. Und wir schauen uns dann nochmal ein paar Zelte an. Gibt es noch ein spezielles Zelt irgendwie, so was Verkaufsschlager ist? Oh, ist ganz schwer zu sagen tatsächlich. Generell haben wir aus jeder Sparte was, ja, Softcover-Dachzelte, Hartschalen-Dachzelte, Hybrid-Dachzelte und sind dahingehend immer dabei, unser Sortiment zu erweitern, dass wir wirklich so viele Kundengruppen wie möglich erreichen. Gerade was dynamische Dachlast angeht, was Fahrzeugdachlänge angeht, Einsatzzweck, genau, dass wir da einfach eine Vielfalt anbieten können. Ja, das war immer so, die sind ja meistens recht lang, ne? Da passt dann immer so viel Zubehör aufs Dach. Genau, es hat alles sein Für und Wider. Diese reinen Hartschalen-Dachzelte gehen natürlich über die komplette Fahrzeugdachlänge, spricht dann wiederum für Hybrid-Dachzelt oder für Softcover-Dachzelt, weil ich ein kleineres Packmaß habe und dann dementsprechend das Dachträgersystem mehr nutzen kann für andere Dinge, Transportboxen, was auch immer. Ja, bei den reinen Hartschalen, das hat auch immer bei so dezenten Körpergröße wie von mir ein Problem. Ne? Genau, alles ein Für und Wider. Ja. Vielen Dank für die Führung. Und ja, gerne. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Jawohl, super, wunderbar. Okay. Hübsche LED-Lampe, die kann man auch mal brauchen. Gibt es so coole Aluminium-Transportboxen, so ein bisschen wie Zageskisten. Immer zum Einsatz im Boden mit Guttband. Ein Dichtring drin. Ja, das kann man auch immer gebrauchen. Ja.
Hier gibt es noch ein mächtiges Riesenzelt. Das müssen wir kurz genauer anschauen. Und zwar, das nennt sich das Big Willow 220. Das hat Liegefläche von 2,20 Meter auf 2,40 Meter mal 1,26. Das Eigengewicht sind 100 Kilo. Das ist ein riesiges Zelt. Wahnsinn. Wie gesagt, ich mit 1,92,5. Ja, hier ist Party angesagt. Ne? Da kannst du mit 10 Mann reinliegen. Wow. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal wieder raushoppen. Die dicke Kegelhoppe. So. So Freunde, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Eine super coole Firma, haben auch wieder super tolle Teile. Da könnt ihr euch auch viele tolle Sachen von Grenadier freuen. Und ja, denkt das nächste Mal werden wir uns jetzt dann von der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen sehen. Da ist ja Wikiwood mit Leitparts auch vertreten und ja, schauen wir mal, was da sonst noch so gibt. Seid gespannt. Bis dann. Ciao.